Die Zinsen auf Tagesgeld sind in den letzten Monaten dank mehrerer Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank stark gestiegen. Die Tagesgeldangebote sind aber nicht einfach nur auf Basis der Zinshöhe miteinander vergleichbar. Es gibt verschiedenste Bedingungen, die außerdem zu beachten sind. Wichtig sind Höhe des Neukundenzinses, Höhe des Bestandskundenzinses, Aktionszeiträume, Altersgrenzen, Häufigkeit der Zinsausschüttung und Zinsfristen. In diesem Video stellen wir dir 12 interessante Tagesgeldkonten im Vergleich gegenüber und zeigen dir auch, worauf du achten musst, um das beste Tagesgeldkonto zu finden. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über eine Like von dir freuen. Worauf du bei der Auswahl achten solltest. Erstens, die Zinshöhe. Bei einem Tagesgeldkonto ist vor allem die Zinshöhe entscheidend. Hier kannst du entweder nach Höhe des Neukundenzinses entscheiden, wenn du bereit bist, das Tagesgeldkonto nach Ablauf der Frist zu wechseln. Oder du schaust gleich auf den Bestandskundenzins und wählst das Konto mit der höchsten dauerhaften Verzinsung. Zweitens, Häufigkeit der Zinsauszahlung. Ein weiteres Kriterium ist die Häufigkeit der Zinsausschüttung. Erfolgt sie monatlich, profitierst du stärker vom Zinseszinseffekt als bei einer jährlichen Auszahlung. Drittens, Mindest- und Maximaleinlage. Einige Banken legen Mindest- und Maximaleinlagen fest. Forderungen nach einer Mindesteinlage sind eher die Ausnahme. Maximaleinlagen gibt es aber öfter und die unterscheiden sich in 2 Punkten. In manchen Fällen ist sie ein Höchstbetrag, bis zu dem der höhere Aktionszins gezahlt wird, und in anderen Fällen ist sie eine echte Maximaleinlage, bei der nicht mehr Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen darf. Viertens, Zusatzkonditionen. Manche Banken koppeln den Höchstzins an weitere Produkte. So kann es nötig sein, ein Girokonto oder ein Depot zu eröffnen, um den Topzins zu erhalten. Fünftens, Einlagensicherung. Damit du dein Guthaben im Falle einer Insolvenz der Bank nicht verlierst, gibt es die gesetzliche Einlagensicherung. Sie gilt für alle Banken in der EU und schützt deine Einlagen bis zu 100.000 Euro. Es gibt Banken, die zusätzlich Mitglied im freiwilligen Einlagensicherungsfonds sind und dadurch auch höhere Guthaben absichern können. Die Banken im Tagesgeldvergleich. Für das Video haben wir diese 12 Tagesgeldkonten analysiert. Es handelt sich bei allen um Angebote von europäischen Banken. So ist dein Guthaben dank der europäischen Einlagensicherung immer bis zu 100.000 Euro geschützt. Neukundenzins. Hier siehst du die aktuellen Zinsen der 12 Banken. Mittlerweile steht schon eine 4 vor dem Komma. Das ist aktuell bei der Suresse Bank, der Renault Bank Direkt, der Big Bank und der TF Bank der Fall. Die meisten anderen Tagesgeldkonten liegen zwischen 3 und 4%. Beachte, dass sich die Zinsen im aktuellen Umfeld schnell ändern können. Einen aktuellen Zinsvergleich verlinken wir dir einmal unter dem Video. Zinszeitraum für Aktionszins. Der Neukundenzins ist zeitlich beschränkt. Die Zeiträume liegen in der Regel zwischen 3 Monaten und 6 Monaten. In manchen Fällen, wie bei der Opel Bank, können es auch 9 Monate sein. Wie du siehst, liegt die Zinsgarantie bei den meisten Tagesgeldkonten bei 6 Monaten. Manche Banken legen auch ein Datum fest, bis zu dem der Höchstzins gezahlt wird. Zinsen für Bestandskunden. Bist du länger als 3, 6 oder 9 Monate Kunde, wird der Zinssatz bei den meisten Banken gesenkt. Wenn du nicht ständig Zinshopping betreiben möchtest, solltest du darauf achten, dass der Unterschied zum Neukundenzins nicht so groß ist. Interessant ist hier die J&T Direktbank, bei der Neu- und Bestandskunden den gleichen Zins erhalten. Aktuell sind das 3,7% per annum. Besonders groß ist der Unterschied beim Comdirect Tagesgeldkonto. Hier liegen 3% zwischen dem Zins für Neukunden und Bestandskunden. Welches Tagesgeldkonto ist das beste? Unsere Empfehlung. Sehr interessant ist aktuell das Suresse Direktbank Tagesgeld. Hier ist nicht nur der Neukundenzins sehr hoch, sondern auch der Bestandskundenzins liegt deutlich über dem Durchschnitt. Mit 6 Monaten Zinsgarantie hast du hier außerdem einen recht langen Zeitraum, in dem du den Aktionszins erhältst. Außerdem erfolgt die Zinsausschüttung monatlich, sodass du optimal vom Zinseszinseffekt profitierst. Wenn du keine Lust auf Zinshopping hast, dann ist das J&T Direktbank Tagesgeldkonto eine sehr gute Wahl. Neukunden und Bestandskunden erhalten hier nämlich den gleichen Zins. Der liegt zwar im Vergleich mit dem Neukundenzins der Suresse Bank etwas niedriger, vergleicht man ihn aber mit dem Bestandskundenzins, ist er 1% höher. Da sich die Zinsen gerade im aktuellen Umfeld schnell ändern können, solltest du auch einen Blick in unseren ständig aktualisierten Tagesgeldvergleich werfen. Du findest ihn unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video zum Tagesgeldvergleich gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns sehr über eine Like von dir freuen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns gern in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.